Ja, herzlich willkommen bei Cargold, unserem nächsten Video. Heute haben wir mal ein relativ modernes Auto für euch, und zwar, weil wir der Meinung sind, dass das Auto besonders ist. War ein S-Klasse Coupé, ein 560 SEC, auch mit der Top-Motorisierung, der ist gebaut worden von 1981 bis 1991 und nur ganz zum Schluss die letzten 3 Jahre halt als 560er. Und das hier ist ein 560er mit Vollausstattung. Die Autos hat es immer nur als 8-Zylinder gegeben. 280er E-Coupé, die gab es früher mal 1970, aber bei diesen Autos hat man das nicht mehr gemacht. Und der Wagen gilt als extrem zuverlässig. Es gibt da Laufleistung von 500.000 Kilometer und mehr. Unser Wagen hat belegte 150.000 Kilometer gelaufen und ist wirklich toll gepflegt. Das könnt ihr, glaube ich, sehen. Und in diesem Almandinrot mit beige Leder in was tollem Zustand ist. Schaut euch das mal an. Wir haben es natürlich auch schön sauber gemacht, aber da ist nichts zerstört oder so gewesen. Haben wir gesagt, das Auto zeigen wir euch mal. Er hat 279 PS, läuft 245 Stundenkilometer Spitze, verbraucht so um die 14, 15 Liter und war das Oberklasse Cabrio der End-90er, End-89, also bis 91, unser ist Baujahr 92, einer der letztgebauten, war Vorführauto in Schweinfurt, ist also ein deutsches Auto auch. Und seitdem haben wir 4 oder 5 Besitzer, können wir alles genau belegen. Einer davon hat das Auto fast 20 Jahre lang gehabt und deswegen ist er auch so wirklich hervorragend gepflegt. Ja, da wollen wir mal losfahren, dann zeigen wir euch das mal, was das bedeutet. Mercedes 560 SEC war aus der Zeit das absolute Topmodell. Den gab es ja erst noch ohne Katalysator, da hat er 300 PS gehabt. Das hier ist ein Katalysatorauto von 1992, einer der letztgebauten überhaupt. Und der Wagen hat einen sehr, sehr schönen Zustand. Also eine Menge von den Autos sind nicht unbedingt sehr gepflegt. Man hat das die ganze Zeit auch als Ludenauto genannt. Der Begriff kommt ja eigentlich aus Hamburg. Und so sahen die oft dann aus, so sind sie oft auch gepflegt worden. Aber der Wagen ist hier, sagen wir mal, hervorragend sauber gepflegt, hat nicht so viel gelaufen, 153.000 Kilometer. Da kann man anhand des Pflegezustands davon ausgehen, dass die echt sind. Wir haben ein Stückheft, wir haben alles dabei bei dem Wagen, was es braucht. Er war auch gerade jüngst in der Inspektion und ist wirklich ein schöner Wagen mit einer Vollausstattung. Also wir konnten damit mal anfangen. Er hat das große Bäcker Mexiko drin mit Kassette, das ist hier vorne. Hat hier die Klimaautomatik. Könnt ihr sehen, Tasten, volle Leistung und kleine Leistung und automatisch. Dann hat er hier Alarmanlage, die beiden Sitzheizungen hier, den mache ich aber aus, ist ein bisschen warm heute, da drüben auch. Hat ein Heckrollo hinten, das haben längst nicht alle gehabt, das mache ich mal kurz, benutze ich mal kurz. So geht das Heckrollo hoch, damit man das schreckliche Auto nicht hinter uns sieht. Den lassen wir mal oben. Ja, und dann hat er eine Einzelsitzanlage, gab es nur beim Coupé, ich habe ja gerade schon gesagt, die Wagen wurden nur als 8-Zylinder gebaut, entweder als 380 SE, als 500 SE und wie gesagt später dann als 560er mit 280 bzw. 300 PS. Und damit ist der Wagen richtig losgegangen. Das war ein schnelles Auto, war von Bruno Sacco, war der Designer, ein sehr, sehr elegantes Auto. Also finde ich auch. Und ich habe ja, ihr wisst ja, ich fahre jedes Jahr über 100.000 Kilometer und ich habe mir so einen Wagen seinerzeit sogar neu gekauft. Der war Schwarzleder, Cognac und kann mich mehr erinnern, ich war da sehr, sehr stolz. War damals 30 Jahre alt, als ich den bekommen habe. Also bin ihn sehr gerne gefahren. Das ist ein ganz elegantes Auto. War sehr viel moderner als die Baureihe 116, die es vorher gab. Und dieser hier hörte auf den Namen Baureihe W 126. Da sind mit Limousinen und Coupé fast 900.000 Autos gebaut worden. Weltweit ein Riesenerfolg gewesen, der Wagen. Und vom Coupé alleine 72.000 Exemplare. Und hier von wiederum 28.000 vom 560er. Also es gab damals schon doch einige reiche Leute auf der ganzen Welt und da fuhr mal einfach so ein Wagen hier. Aber die sind natürlich anhand der 8-Zylinder-Motoren auch richtig benutzt worden, richtig im Einsatz gewesen. Und wirklich gute Autos gibt es davon nicht viele. Und was ich so schön finde, die meisten Farben waren ja damals schwarz oder blau-schwarz, also die Leute aus der Zeit werden sich daran erinnern. Aber in Almandin mit Leder beige wie hier gibt es nur ganz wenige. Ich finde das schick. Das Auto hat ja eine sehr, sehr edle Linienführung.
Und dann mit dem hellen Interieur finde ich total gut. Übrigens, unser Auto hat ein Schiebedach. Habe ich jetzt aber gerade zugemacht, weil das ein bisschen warm war. Tja, bisschen mehr zeigen wir euch gleich mal zu dem Wagen. Man merkt, die 5,6 Liter sind ja echte 5,6 Liter. Er schiebt schön an. Also wenn man da mal drauf tritt, kommt schön was. Ich habe jetzt keinen Kickdown gemacht. Er schaltet sonst zurück und dann brauchst du da richtig nach vorne. Damals neu der Economy-Schalter, da ging es zum ersten Mal mit, oder Anzeiger, mit Energiesparen los. Das gibt es ja heute nur noch, heute gibt es ja Computer und sonst was hat der noch nicht. Das ist übrigens das letzte Auto von Mercedes, was ihr noch selber reparieren könnt. Danach gab es diese, ja wie heißt das, Autobus, Elektrobus, diese Kabelverbindung, da konnte man nichts mehr machen. Das war dann die Baureihe 140, der Nachfolger. Also der hier ist noch zu reparieren. Der hat noch verhältnismäßig einfache Mechanik und Elektrik. Alles, was danach kam, kann man vergessen. Das hat immer ganz viel Geld gekostet, musste alles ausgetauscht werden. Das Auto hat damals übrigens einen Neupreis von 155.000 Mark gehabt. Es war zu der Zeit richtiges Geld, ungefähr heute in Euro. Also war wie gesagt das Spitzenprodukt von Mercedes. Was Besseres konnte man sich zu der Zeit nicht kaufen. Ja, wunderschöner Wagen, mir persönlich gefällt er übrigens, damals neu hier, SRS Airbag, hat es hier gegeben, hat es auch da vorne im Handschuhfach gegeben. Bei dem Modell gab es dann halt kein Handschuhfach, weil da der Airbag dahinter war. Ging aber auch mit ABS los, das hat das Auto auch gehabt. Hier vorne könnt ihr Tempomat sehen. Also das war einer der ersten Mercedes, wo man sagen kann, da hat die Modernität Einzug gehalten. Und wie gesagt, von der Form, wir zeigen euch das gleich mal ein bisschen besser. Also wirklich ein wunderschönes Auto. Vor allen Dingen toller Reisewagen. Verbrauch so 14, 15 Liter, das ging eigentlich, wenn man überlegt, so eine große Maschine. Ich sag mal, wunderschönes Design. Also ich sag mal, ich glaube, das war der größte Wurf von Bruno Sacco seinerzeit. Das waren die Autos der 80er Jahre. Und man muss sagen, selbst nach heutigen Kriterien wirklich ein ganz eleganter Wagen. Deswegen ist der auch so oft verkauft worden. Aber wohlgemerkt, gute Gepflegte sind selten. Und das, was man überall lesen kann, Technik ist ganz, ganz zuverlässig bei diesen Autos. Über eine halbe Laufleistung ist also wirklich normal, kann man machen mit den Autos. Muss ich halt pflegen, regelmäßig warten. Das ist das Schöne hier bei unserem Wagen. Nächster Service bei 160.000. Der Wagen ist lückenlos, Checkheft gepflegt, alles Matching, also das ist schon richtig gut. Hier schön abgestempelt, könnt ihr sehen. Nicht? Also wirklich ein gepflegtes Auto, Kilometer sind echt, Bedienungsanleitung, alles dabei. Und ihr könnt es ja selber sehen, wirklich guter Zustand. Man muss dazu eigentlich sagen, er hat schon mal Lack bekommen. Bei den Metallic-Lacken, die mittlerweile 30 Jahre alt sind, die sehen nicht mehr so ganz optimal aus. Da gibt es ja auch Waschanlagen und sowas und dann ist der irgendwann mal lackiert worden, aber es ist ganz anständig gemacht worden. Es ist nicht perfekt gemacht worden, aber es ist gut gemacht worden. So kann man dazu sagen und ich finde ihn halt eben von der Farbkonstellation absolut wunderschön. Dann die Alufelgen, die hatten, nannte man Kanaldeckel, ein bisschen respektlos, aber so sahen die aus, das sind die Originalen. Es gab ja damals mit super dicken Felgen von Brabus und BBS und ich weiß nicht, fast viele Verunstaltungen der Autos und dann haben die Autos unseriös ausgesehen, was ich immer persönlich sehr, sehr schade gefunden habe. Das ist bei unserem Auto nicht der Fall. Der war immer in soliden Händen und das sieht man dem Wagen bis heute an. Hat einen ordentlichen Kofferraum hinten, der Chrom ist schön im Zustand. Ja, und der Wagen hat halt eine Vollausstattung, was der 560 SEC sowieso hatte. Schaut mal hier. Viele haben sich das hinten nicht drauf gemacht. Wie gesagt, Deutschland bisschen Neidgesellschaft, 560 SEC, das heißt S-Klasse. Einspritzung. Ja, nochmal. 560 S-Klasse Einspritzer Coupé. So, das heißt SEC. Jetzt haben wir es genau erklärt. Mensch, wenn ich Paul nicht hätte, mein Gott, das wäre fürchterlich. Na gut, also schickes Auto. Ja, was kann man zu dem Wagen sonst noch sagen? Er war halt relativ teuer mit 155.000 D-Mark, aber er ist gekauft worden und wie ich meine, also gerade in der Farbe finde ich das Auto ganz, ganz elegant und edel. Sieht nicht peinlich aus. Almandin mag nicht jeder. Ich persönlich finde, es steht dem Auto wirklich. Er hat sogar ein Schiebedach, das war damals ein Extra. Und wir haben, um die Linienführung besser zu zeigen, da auch mal die Scheiben heruntergelassen. Ja. Soll ich vorne mal reingucken?
Es gab übrigens eine erste Serie und eine zweite Serie. Und unser Auto ist einer der letztgebauten überhaupt. Schaut mal hier, das sieht auch alles sehr gepflegt aus. Alle Wartungsintervalle sind gemacht und wenn einer auf sein Auto Acht gegeben hat, dann sieht das eben so aus. Man sieht, dass der gepflegt ist und man merkt das auch, wenn man den Wagen fährt. Das ist ein sauberes Auto, ist ein schönes Auto. Und wenn man sich überlegt, der ist jetzt 30 Jahre alt. Also ich finde, ich kenne Autos, die sehen nach 5 Jahren schlechter aus. Also das ist wirklich sauber hier. Das ist die 5,6 Liter Maschine, 8 Zylinder, sind auch aber 5,5 Liter, echte 5,5 Liter, nicht wie heute 4 Liter. Und steht sonst was hinten drauf. Audi bringt es ja mittlerweile fertig, seine Autos 5.0 zu nennen und da ist ein 2 Liter Motor drin oder so ähnlich, habe ich das neulich gelesen. Warum auch immer. Ja, 560 SEC, wiegt 1,8 Tonnen, ist in 7 Sekunden auf 100, läuft 240 circa Spitze. Und dieses ist ein wirklich sehr, sehr gepflegtes, sehr edles Exemplar, was in der Konfiguration ziemlich selten ist. Was ich übrigens gerade sehe, vorne links hängt die Stoßstange ein bisschen. Da ist irgendjemand irgendwo gegengefahren. Hier, das müsste mal neu gerichtet werden. Das fällt mir eben gerade auf. Gut, aber das wird man machen können. Fällt mir jetzt gerade eben auf, dass da der Abstand nicht 100% stimmt, sonst sitzt und passt alles perfekt. Bei der zweiten Serie hat sich ja einiges geändert bei dem Auto. Und signifikant daran sind hier die Türverkleidung. Da müsst ihr darauf achten, es ist viel, viel schöner. Auch die Sitze, das Sitzprofil ist viel besser. Das war die zweite Serie, kam ab ungefähr 1990, nur noch 2 Jahre lang oder Ende 89. Und das ist, also sieht viel edler, viel eleganter aus. Das hat man dann damals geändert. Die Autos, Baujahr 87, 86, 85 waren einfach nicht so schön. Und die zweite Serie war viel, viel besser. Und wohlgemerkt, tolles Auto, schön gepflegt, tolle Farbe, ganz edel sieht das aus. Jetzt auch im Dunkeln, guck mal, wenn mal die Sonne weg ist, sieht das ja toll aus, diese Farbe. Da wirkt der Wagen ganz anders. Aber unglaublich elegant, wie ich meine. Und so ein Auto kostet bei uns heute keine 40.000 Euro. Ich finde nicht, dass das viel ist für so viel Auto. Wenn man mal schaut, dass die 3,5 Liter Coupés heute 100 und mehr kosten, aus Anfang 70er Jahre, da ist doch so ein Wagen für unter 40 einfach ein Schnäppchen. Also so viel Auto mit so einer tollen großen Maschine in einem wirklich guten, gepflegten Zustand, für das Geld, das ist doch nichts. Tja, tolles Auto, jetzt fahren wir noch ein bisschen, zeigen euch, was er kann. Und freuen uns an dem schönen Wetter und hier an der schönen Landschaft. Ja, unser 560er Mercedes hat auch einen ganz schönen Power, wie gesagt, mit fast 300 PS. 8-Zylinder Maschine spürt man gut, da können wir auch gleich mal drauf treten und zeigen euch das mal. Ist jetzt auch schön warm gefahren. Jetzt habe ich keinen Kickdown gemacht. Aber je mehr er kommt, und guck mal hier, jetzt sind wir schon auf 100. Also Auto rauscht wirklich nach vorne, hat ein recht modernes Fahrwerk, hat ganz direkte Lenkung, das spürt man. Ist natürlich ein bisschen, durch den etwas kürzeren Radstand liegt die Limousine ein bisschen besser. Ich habe auch selber viele Limousinen gefahren, auch immer mit der 560 Maschine, habe also da recht viel Erfahrung. Sind gutmütige Autos. Habe nie Probleme mit Liegenbleiben oder so gehabt. Die Autos sind absolut zuverlässig und das spüre ich jetzt auch bei dem Wagen. Der fährt sich wirklich schön hier. Klimaautomatik haben wir an, funktioniert auch. Soll ich da hochfahren? Wo willst du da jetzt hin mit mir? Kommen wir oben in den Höhenmoos raus. Können wir uns da nochmal hinstellen oder Vorbeifahrten machen? Vorbeifahrten, fandst du das also gut? Na gut, Paul sagt, wir sollen jetzt mal nach Höhenmoos, also mache ich das. Paul kennt ja unsere Landschaft, ich bin der Hamburger. Ich kenne hier nicht jeden Ort, so einige. Also Klimaanlage funktioniert auch vorzüglich, wie wir gerade merken. Geht soweit alles an dem Auto. Kann natürlich, ihr wisst das ja, ein Auto ist 30 Jahre alt, immer mal was kaputt gehen. Und er hat jetzt die Zulassung von Oldtimer. Jetzt in diesem Jahr ist der Wagen 30 Jahre alt und kann als Oldtimer bewegt werden. Ist nicht unwichtig, ist steuerlich dann günstig und versicherungstechnisch auch. Kostet so ein Auto wirklich nicht mehr viel. Und den Spritverbrauch, ich sag mal, die paar tausend Kilometer, die er so ein Wagen bewegt im Jahr, das ist ja völlig überschaubar. Also es ist nicht ein Auto, was 20 Liter verbraucht oder so, das tut er nicht. Und man fährt ja auch nicht jedes Mal 200, das muss ja auch nicht sein. Es ist einfach schön, so ein Auto zu besitzen, es ist elegant, war ein großer Wurf von Mercedes, von Bruno Sacco seinerzeit, der ja die ganzen Autos damals designt hat. Und wie gesagt, laufen tut er toll, also er fährt wirklich gut. Also da passiert richtig was, da geht richtig was nach vorne. Er hat schön Power. Getriebe schaltet sich gut, er hat Wurzelholz, das könnt ihr sehen.
Also auch wirklich eine sehr, sehr schöne Ausstattung. Hat übrigens auch elektrische Sitze mit Memory. Das war damals ganz neu. 1 und 2 waren die Memory-Tasten. Und was noch interessant ist, wenn man sich angurtet hier, da kommt dieser Arm von hinten nach vorne gefahren und gibt einem praktisch den Gurt. Das können wir jetzt noch nicht zeigen, weil der gerade drin ist. Ich zeige euch das gleich mal. Das war ganz lustig damals, weil er hat ja keinen Mittelstich. Das ist auch toll. Ihr könnt mit dem Auto zugfrei offen fahren. Also wenn er hier die Scheiben runter macht, er hat ja hier keine B-Säule. Dadurch zieht es nicht im Auto. Ist also eigentlich ganz angenehm, sich mit so einem Coupé zu bewegen. Und es ist ein edles, feines Auto. Also ich meine, mit so einem Wagen, wenn der gepflegt ist, seid ihr sehr gut angezogen. Mittlerweile ist das ein Oldtimer und die Autos sind wirklich schick. Ja, er dreht bis 6000 Umdrehungen. Ihr könnt das sehen, hier vorne ist der Drehzahlmesser. Unten drin ist die Uhr. Geht leider falsch, 6 Uhr haben wir es jetzt nicht. Die müsst ihr mal einstellen. Ja, und ansonsten, Airbag hat er, Lederlenkrad hat er natürlich auch. Befindet sich auch hier in einem guten, gepflegten Zustand. Die habe ich auch schon kaputt gesehen, solche Lenkräder. Also das Auto war immer in sauberen Händen und wie gesagt 20 Jahre in einer Hand. In Schweinfurt erst ausgeliefert als Vorführauto. Also der Wagen hat bisher eine gute Geschichte und war immer in pfleglichen Händen. So, Paul macht mal die Tür zu. Und wenn da jetzt einer sitzt, wird ihm der Gurt gereicht. Könnt ihr sehen, war ein einmaliges Konstrukt, gibt es heute gar nicht mehr. Dann konnte man sich den Gurt nehmen, musste sich nicht so weit nach hinten beugen und hat ihn sich umgetan und festgegurtet. Eigentlich ganz toll. Und wenn man los wird, geht er nach einer Zeit nach hinten. Also wenn man sich überlegt, mit so einem 560 Coupé hat man einen total edlen Reisewagen. Man hat ein Auto, wo man alles mitmachen kann. Der ist total zuverlässig, man kann Langstrecke reisen, hat einen sehr, sehr großen Kofferraum hinten. Für 4 Personen wunderbar geeignet, man sitzt hier toll drin, er hat eine Armlehne, er läuft vorzüglich. 150.000 ist nicht so hoch die Laufleistung, der hält ewig der Wagen. Und wenn ich mir überlege, dass das Auto unter 40.000 € kostet, also ja, bei preiswerter kann man kaum Auto fahren. Wenn man damit 10.000 Kilometer im Jahr fährt oder 15.000, hat man ein Luxusfahrzeug, eine Luxus-S-Klasse. Und die ist sogar edel und schick, die sieht man heute auf den Straßen kaum noch. Und das ist ein extrem gepflegter Wagen. Also wirklich mal drüber nachdenken, ob das nicht eine echte Alternative dazu ist, selbst wenn man sich heute einen neuen Golf kauft, ob man hier nicht viel besser, viel edler unterwegs ist. Hat eine tolle Geldanlage. Ich glaube auch, dass diese Autos im Preis steigen werden. Eindeutig, weil die schick sind. Das werden immer mehr Leute erkennen, die sagen, Mensch, das ist ein tolles Auto. Ich habe einen geringen Einstiegspreis und da die so zuverlässig sind, da geht da kaum was kaputt an diesen Autos. Tja, das ist eine echte Alternative zum normalen Alltagsauto. Rost habe ich hier nirgends sehen können an dem Wagen. Laufen tut er hervorragend. Und man ist absolut edel und schick angezogen und peinlich ist der Wagen auf gar keinen Fall. Ein total feines Auto. Ist ja auch für eine Frau was Tolles, ne? Also viel, viel besser als so mancher SUV oder so. Das ist ja ein total edles Fahrzeug. Wunderschöne Ausstattung hier, die ganzen Komfort-Extras hat er auch alle mit elektrischen Sitzen und so, ist alles vorhanden. Eine echte Alternative ist das, wirklich eine Alternative. Und wenn man mal wirklich schnell unterwegs sein möchte, der fährt ja fast 250, ist das auch möglich. Gut, dann verbraucht er natürlich 20 Liter, das ist klar. Wenn der eine 8-Zylinder-Maschine richtig hochjagt, dann verbraucht die schon einiges mehr. Aber wenn man den normal fährt, könnte er ihn fahren zwischen 11 und 14 Litern. Wenn er ihn ganz normal Cruiser, also ist doch voll in Ordnung für so wenig Einsatz und kein Euro Wertverlust. Diese Autos nicht mehr. Die steigen wieder. Und wenn 3,5 Liter Coupé kostet heute schon über 100.000 €, da ist doch so ein Wagen für unter 40 wirklich ein Schnäppchen. Absolutes Schnäppchen. Da bekommt man so viel Technik in einem guten Zustand. Und man merkt, dass der Wagen scheckheft gepflegt ist. Also es springt sofort an, die Maschine läuft gut. Bremsen sind wunderbar in Ordnung. An dem Auto ist immer alles gemacht worden, immer gewartet, immer gepflegt. Das heißt also, er hat insgesamt eine lückenlose Historie. Tja, was will man mehr? Hat sogar schon eine Temperaturanzeige hier, jetzt 23 Grad im Schatten. Die gab es damals auch schon. Also alle wesentlichen Extras, die Autos heute auch haben, hatte er auch schon. Und ich fühle mich sehr sicher in dem Auto. Also man merkt, dass da ein großer 8-Zylinder-Block vorne davor ist. Auch so unfalltechnisch waren die damals schon sehr, sehr weit, diese Fahrzeuge. Airbag hat er auch. Tja, ist wirklich alles dabei, was ein wirklich gutes, sicheres Auto braucht.
Ich habe gerade gesagt, also wenn man denkt, wie wenig so ein Auto kostet, das ist ja echt was für jeden Tag, was? Ja. Ist doch besser als jeder blöde Kombi oder sowas. Ist doch ein total tolles Auto hier. Super Qualität. Braucht man sich, wenn ich denke, was neue Autos heute kosten. Ich glaube, Steuern und Versicherungen sind ab 30 Jahre dann billig. Ne? Kostet ja gar nichts. Ja. Ist ja nur der Verbrauch, aber das. Der ist gar nicht so schlimm. Also wenn du jetzt Vollgas fährst, okay, ja. Aber du fährst ja, mit dem gleitest du ja mit so einem Wagen und da stört das überhaupt nicht so. Was verbraucht der wirklich? Wenn du den so fährst wie jetzt, 12 bis 14, Ja, wenn du den schärfer fährst, 16, ja, das ist super. aber am Ende, wenn man das zusammenrechnet, ist halt mit so einem Auto schade, wenn man den im Winter beiseits fährt. Nicht? Das sollte man nicht tun. Das ist ein reines Sommerauto, den kannst du fahren, sagen wir mal, Mitte März bis Mitte November. Dafür ist so ein Auto genau richtig. Und im Winter holst du den Golf, der verrosten kann, egal. Das ist ein Auto mit 100%ig Wertzuwachs. Letztes Baujahr, also am Ende hast du das Autofahren umsonst durch den Wertzuwachs. Bei dem Wagen auf jeden Fall. Man muss nur gucken, dass so ein Wagen dann auch wirklich gepflegt ist. Man darf sich halt keinen ungepflegten Wagen kaufen. Das ist entscheidend. Aber da kümmern wir uns ja schon, dass das unseren Kunden nicht passiert. Wir tun also wirklich unser Bestes und fahren 100.000 Kilometer im Jahr. Und suchen uns nur die besten Stücke aus, damit es keinen Reinfall gibt. Aber der ist ja wirklich hervorragend hier. Ganz tolles Auto, ne? Und mir gefällt die Farbe auch. Ja, wie schön er sich bewegen lässt. Echt elegant, was? Da muss man sich echt überlegen, ob man sowas nicht fährt. Ja. Oder? Da muss man sich echt überlegen, ob man so ein edles Auto nicht fährt. Ja, behalten wir den. Behalten wir den. Das ist ein tolles Ding, ne? Ja. Also ich sehe solche Autos in ein paar Jahren mal 100.000 Euro. Ja. Es gibt ganz viele, die kannst du nur noch wegwerfen, weil sie runter sind, aber der ist nicht runter. Also. Ach ja, habe ich ganz vergessen, mich zu verabschieden. Jetzt haben wir uns so unterhalten. Ja, das war unser 560er Film. Hat mir und euch, hoffe ich, Spaß gemacht. Und die nächsten Autos stehen schon da hinten. Wir haben einen Porsche Turbo und so weiter und so weiter. Ich denke mal und hoffe, ihr bleibt uns treu. Wir tun euer Bestes. Alles Gute. Bis demnächst, euer Stefan Luftschütz und ciao. Ja, liebe Freunde, jetzt haben wir einen weiteren Film gedreht von diesem Mercedes 560 SEC. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch eine persönliche, etwas traurige Botschaft mal übermitteln. Das gilt für diejenigen, die ihn kannten. Mein alter Schulfreund, Freund, Weggefährte, Kollege, Mitarbeiter, alles in allem. Andreas Weißenseel ist leider vor 14 Tagen verstorben. Der war 33 Jahre bei uns. Ich kannte ihn 48 Jahre und deswegen haben wir zu seinen Ehren heute den Wagen nochmal vor dieser Kapelle geparkt. Der war ja auch mit mir viele Jahre zusammen in Bayern, mittlerweile für über 25 Jahre. Er hatte ein gesundheitliches Problem, was wir am Ende leider nicht bewältigen konnten. Wir haben alles versucht, leider ging das nicht. Also wir wollen auch an dieser Stelle ihm nochmal alles Gute wünschen auf seinem weiteren Weg. Ihr wisst ja, eines Tages treffen wir uns alle da oben. Und ja, ich habe es jetzt denen gesagt, die das einfach vielleicht bisher nicht wussten oder erschrocken waren. Es hat uns alle sehr betroffen in der Firma. Aber es gibt Dinge, die kann man im Leben leider nicht ändern. Andy, mach's gut. Wir sehen uns bald wieder.